Hallo Freunde, willkommen zu Michael Grant Klartext. Heute wieder zu einem Thema, zu einem zeitgeschichtlichen Thema. Und zwar war Albert Speer ein Verräter. Albert Speer war Hitlers Rüstungsminister, auch einer von Hitlers Lieblingen, und er wurde aber im Nürnberger Prozess zum Kronzeugen der Alliierten. Das rettete sein Leben. Der Historiker Joachim C. Fest hat dessen Erinnerungen wohl manipuliert, offenbar manipuliert. Ich gehe darauf ein. Wie manche deutsche Historiker fälschen und manipulieren, hat Magnus Brechtgen, Historiker und stellvertretender Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, in seinem Buch Albert Speer, eine deutsche Karriere, entlarvt. Es ist gleichzeitig auch eine Abrechnung mit seinem eigenen Berufsstand, dem er schlicht Unvermögen vorwirft. Brechtgens Vorwürfe: Jahrelang habe Hitlers Architekt und Rüstungsminister Albert Speer unwidersprochen Legenden, Lügen und Märchen über den Nationalsozialismus und seine eigene Rolle verbreiten können. Seine Historikerkollegen hätten dagegen nicht selbst nachgeforscht, sondern dies übernommen. Also Historikerkollegen von Brechtgen. Deren Motive war, weil sie nichts übernommen haben oder nichts unternommen haben, Bequemlichkeit, Ignoranz, Unwissen, Gleichgültigkeit, Scheu vor der Komplexität und Masse der Quellen. Speer habe sich gut verkauft. Letztendlich war er zum Kronzeugen der Alliierten geworden. Den amerikanischen Vernehmern präsentierte dieser sich als intelligenter Plauderer, der sich von seinen ehemaligen Parteigenossen distanzierte. Als einziger Angeklagter akzeptierte er demonstrativ das Nürnberger Kriegsverbrechertribunal. Als einziger Angeklagter bekannte er sich zur Gesamtverantwortung. Speer nutzte zudem jede Gelegenheit, die anderen Mitglieder der Führungsklicke, wie etwa Propagandaminister Josef Goebbels oder SF-Chef Heinrich Himmler, als dümmlich und brutal darzustellen. Ja, sie waren ja auch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Leben. Mit dieser Distanzierungsstrategie rettete Speer vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal sein Leben. Brechtgen sagt, zudem erwies sich Speer schnell als Liebling der Journalisten und ihrer Leser. Niemand widersprach seinen Aussagen und Speer machte Geld damit. Viel Geld. Sein erstes Interview verkaufte er an den Spiegel. Dann schloss er einen Vertrag mit dem Verleger Wolf Jobst Siedler. Dieser bat seinen Freund Joachim C. Fest, der 2006 verstorben ist, um eine Zusammenarbeit mit Speer zwecks einem Buch. Fest empfand dies als ein Geschenk der Götter. Doch Fest, so Brechtgen, habe Speer konkrete Hilfe beim Täuschen geleistet, dann dessen Versionen in seinen eigenen Büchern übernommen und schließlich diese mit verblüffender Ignoranz und aggressiver Uneinsichtigkeit gegen die wissenschaftliche Aufklärung verteidigt. Albert Speer hatte bereits in der Haft in Nürnberg eigene Aufzeichnungen gemacht. Doch Brechtgen vermutet, dass Fest ein glänzender Stilist, Speer die Feder führte. Der Spiegel berichtete damals, der Bestsellerautor und langjährige Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Joachim C. Fest hat offenbar die Erinnerung von Albert Speer manipuliert. Speer war Lieblingsminister Hitlers, seine Memoirenbände, Erinnerungen und Spandauer Tagebücher waren Bestseller und beeinflussten jahrzehntelang die Geschichtsschreibung. Fest hatte dem Nazi im Auftrag des Siedler Verlags bei den Büchern geholfen. Zitat Ende. Der Spiegel weiter, Zitat:
Der Manipulationsvorwurf ergibt sich aus Notizen eines Jugendfreundes von Fest, des Medizinprofessors Frank Hermann Franken. Dieser schrieb 1985 nach einem Besuch Fests: Die letzten Seiten der Spandauer Tagebücher seien eine reine Erfindung, um dem Buch einen Abschluss zu geben. Er, Fest, habe sie seinerzeit Speer vorgelesen und dabei einen unerklärlichen Lachkrampf bekommen, so dass er habe aus dem Zimmer gehen müssen. Speer habe sich nach dem Erscheinen des Buches als fabelhafter Schriftsteller gefühlt. In Wirklichkeit habe er, Fest, das bewerkstelligt, aber das dürfe keiner wissen. Zu den Erinnerungen soll Fest erzählt haben, seine Eingriffe seien derart umfassend gewesen, dass Speer ihn gebeten habe, als Co-Autor im Titel zu erscheinen. Fest habe abgelehnt und wörtlich erklärt: Herr Speer, Sie müssen wissen, wer Sie sind. Fest habe öffentlich zeitlebens bestritten, Speer beim Schreiben der Bücher die Feder geführt zu haben. Quelle: Der Spiegel, 31/2017, Seite 121. Fest verlangte von Speer etwa, die Erinnerung aufs Äußerste zu strapazieren. Etwa: Wo trafen Sie beispielsweise zu welcher Zeit Hitler? Wie äußerte er sich? Doch zu Recht weist Brechtgen darauf hin, dass Jahrzehnte nach einem Ereignis das Gedächtnis entweder nur Bekanntes oder nachträglich Überformtes preisgibt. Schlussfolgerung: Auf diese Weise gewonnene neue Hitler-Zitate waren unglaubwürdig und wurden von der Forschung doch begierig aufgesogen. Als dann Dokumentenbefunde belegten, dass Speer in wesentlichen Punkten gelogen hatte, ignorierte Fest die Erkenntnis. Für Brechtgen ist es ein Skandal, dass Fest immer und immer wieder die Unwahrheiten Speers verbreitet habe, ihnen stilistischen Glanz verlieh und diese Kolportagen als Geschichtsschreibung verkaufte. Aber dann schwenkte Fest doch um, und zwar in seinen letzten Lebensjahren. Erst dann gab er zu, von Speer getäuscht worden zu sein, obwohl Fest eigentlich die treibende Kraft gewesen sein könnte. Brechtgen unterstellt sogar, dass Fest und dessen Sohn Alexander, langjährig Rowohlt-Geschäftsführer, Geschichtsfälschung betrieben haben. Wie der Spiegel weiter schreibt, ich zitiere: Es geht um Fests Buch Die unbeantworteten Fragen. Darin referiert Fest aus Vermerken der Gespräche mit Speer. Da einige Datierungen offenbar falsch sind, fragte Brechtgen, ob die publizierte Version der Dokumente mit den Originalen identisch sei oder Fest hinzuformuliert habe. Er habe das im Nachlass Fests nicht überprüfen dürfen. Zitat Ende. Sie sehen also, wie sogar die Erinnerungen von hochrangigen Nazis gefälscht oder manipuliert wurden, offenbar, und wie unkritisch und unhinterfragt die deutschen Mainstream-Historiker das alles übernommen haben. Die deutsche Geschichtsschreibung aus den Jahren 1933 bis 1945 ist teilweise manipuliert, gefälscht oder wichtige Akten sind noch immer unter Verschluss. Die meisten Fälschungen, aber es gibt noch tausende mehr, enthülle ich in meiner hochbrisanten Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur. Band 1 und Band 3 sind bei Amazon zensiert. Also bitte auf dem Link bestellen, den ich unten angebe. Der Kopfverlag verschickt die Bücher garantiert alle, auch Band 1 und Band 3, die so nicht mehr zu erreichen sind. Ich schreibe gerade an Band 7, es wird 15 Bände geben, weil die Geschichtslügen und Fälschungen sind so enorm, dass man das nicht in einem Buch hineinpacken kann. Jedes Buch hat zwischen 1500 und über 2000 seriöse, verifizierte Quellen. Keine einzige rechtsextreme Quelle ist dabei, sondern reine Dokumente aus Archiven und Zeitzeugenaussagen.
Bis zum nächsten Mal, euer Michael Kant.